Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Wir starten gleich direkt rein in den neuen Fall. Wir haben es zu tun mit Elsa Lichtman, mit Mr. Jack Kelso, der ja nicht so gut mit unserem Kollegen Cole Phelps kann. Wir spielen jetzt nämlich ihn in diesem Fall. Der ist, glaube ich, nicht so lange ein Streichholzhaus. Das arbeitet jetzt hin auf die nächsten Fälle. Wir sind bei California Fire and Life. Das ist so eine Lebensversicherung. Wenn es euch gefällt, natürlich lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und Elsa Lichtman kennen wir ja, die neue Freundin, die neue Lebensgefährtin jetzt von Cole Phelps. Und wir schauen mal, was sie hier hat. Ja, Miss Lichtman bezüglich, wir gehen das jetzt einfach nur so durch. Bezüglich der Angelegenheitspolice, plötzlich ein Tod von Mr. Louis Jan Buchwalter. Es geht nämlich darum, um das mal kurz zusammenzufassen, dass ein guter Bekannter von Frau Lichtman, dieser Lou Bockwalter oder Buchwalter, ist halt auch ein Deutscher, der ist bei einer Arbeit, der war nämlich Dachdecker und da ist er ums Leben gekommen, weil das Dach ist nämlich zusammengestürzt, beziehungsweise das gesamte Haus und das hat auch ein bisschen mit Elysian Fields zu tun, das hatten wir ja auch schon mal und das Haus war halt nicht ganz, stabil gebaut, sagen wir es einfach mal so auf Deutsch und jetzt steht hier halt, beigefügt finden Sie einen Scheck über $20.000, den maximal ausbezahlbaren Betrag nach Klausel 4a der Life Care Risikolebensversicherung von Mr. Buchwalter. Hören wir mal weiter. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bei uns Rückantwort oder telefonisch während unserer Geschäftszeiten bei unserem Verwaltungsbüro. Mit Beileidsbekundung Clarence W. Fleming. Ist auch so eine Lebensversicherung. Und hier unten sehen wir halt, zahlen Sie den Betrag von $20.000 an Elsa Lichtman aus. Das möchte sie aber nicht. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Ja, sie möchte aber nicht, weil da ist etwas faul dran. Das Haus ist nämlich nicht ohne Grund einfach zusammengestürzt, denn da gibt es ein paar Hintergründe. What do you mean you don't accept? Und das werden wir jetzt in diesem Part mal herausfinden. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay, let me get the case file. Das ist wirklich sehr interessant. Ich finde das auch wirklich cool, dass man in diesem Spiel halt nicht nur Cole Phelps spielt, sondern halt auch mal einen Wechsel hat. Also jetzt spielen wir halt Jack Kelso, der halt auch einen richtig coolen Job eigentlich hat bei der Feuer- und Lebensversicherung. Also hier ist einmal das Haus, um das es, glaube ich, geht. Ihr seht hier oben Elysian Fields, das wurde von denen gebaut. There's got to be more in these files. Genau, also hier oben, das ist halt die Gradzahl. Auf die werden wir auch noch später zu sprechen kommen. Es geht jetzt, glaube ich, wirklich einzig und allein um das eine Haus. Hier sind dann noch ein paar Daten. So, was haben wir hier? Eigentumsadresse, Versicherer, California Feuer- und Lebensversicherung, Elysian Fields, unabhängiges Gutachten für $3.500. Hier geht es jetzt aber noch weiter, um das mal ganz kurz durchzugehen. Ich muss selber mal kurz gucken, um was es da geht. Ja, Polizeinummer, Louis Bockwalter verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit. Da steht jetzt nochmal drin. Für Elysian Fields Development, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Das war nämlich nicht ganz stabil und zwar nicht ganz aus bestem Holz. Dienstag, 28. Januar um 8.30 Uhr morgens stieg Mr. Buchwalter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandy Avenue Baugebiet als ein Fehler im Firstbalken diese zum Nachgeben brachte. Zeugen berichteten oder sahen, rutschte Mr. Buchwalter aus und versuchte sich zu retten, indem er sich an einem Deckensparren festhielt. Dieser brach jedoch. Mr. Buchwalter fiel aus ungefähr 7 Metern Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Das ist jetzt also nochmal der Polizeibericht, wie das Ganze passiert ist. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwalter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einem der Dachbalken aufschlug. Oh, das tut weh, ey. Die herunterfallenden Holzteile führten zu schwerwiegenderen inneren Verletzungen und er verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Boah, das ist natürlich heftig. Unabhängige Gutachten des Firstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der, jetzt kommt's nämlich, vor der Installation nicht erkennbar waren. Da stimmt doch was nicht. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte.
Was haben wir noch hier? Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Jan Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields Development keine Schuld trifft. Die Versicherungssumme dieser Police sollte in vollem Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 47. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Ja, und wie gesagt, es war nicht einfach ein Unfall, denn wir werden jetzt mal rausfinden, wie diese Häuser von Elysian Fields gebaut werden. Mit welchem Material, und dann werden wir jetzt nämlich auch herausfinden, warum er gestürzt ist. Weil ein Haus bricht einfach nicht mal so ein, wenn das Holz stabil ist, wenn die Dachbalken sicher stehen, dann bricht ein Haus ja nicht einfach so zusammen. Und das ist auch ziemlich cool, wie ich finde. Ist mal was ganz anderes als das, was wir vorher hatten in den vorherigen Do you mind Dezernaten. if I ask you a couple of questions? Of course not. So, Elsa Lichtmann. Strittige Versicherungsauszahlung. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Aber das müssen wir anzweifeln. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. Yes, and we will find out what is wrong with this house. You and Buckwalter weren't married? No, Then how did you become his beneficiary? we were family friends. Ja, das müssen wir auch anzweifeln. Das stimmt auch nicht so ganz. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island, resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Also sind es doch gute Bekannte, kann man sagen. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Ja, es hört sich nämlich so an, also sie sagt die Wahrheit, es hört sich so an, als ob sie so ein bisschen auch vorausschaut und will, dass das in Zukunft nicht nochmal passiert, dass nicht noch einer I'm umkommt. intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, but not the phone number. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. So, also ihr habt auch gerade gesehen, dass Mr. Jack Kelso, hat er sich auch ein bisschen in Elsa Lichtmann verliebt? Das hatte so den Anschein. Also irgendwas muss diese Frau ja haben, dass sowohl Cole Phelps auf sie abfährt, als auch Jack Kelso. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwie einen Hinweis haben. Ich gucke mal hier unten, ne? Das war, glaube ich, die Telefonnummer. Oder beziehungsweise die Adresse auch, genau. I'll be in touch. Das ist die Adresse 6005 West Sunset Boulevard in Hollywood und die Telefonnummer MI ist vielleicht für Michigan 221. Ich glaube, die Regionen sind immer in Staaten unterteilt und dann halt eine dreistellige Nummer. So, als nächstes gehen wir. Huch! Gut, hier müsste mal ein You bisschen coming? aufgeräumt werden. Wir gehen jetzt als nächstes ins Büro unseres Chefs hier, der nämlich auch mit drinne steckt in dieser ganzen Elysian Fields Nummer. Also ganz, ganz viele. Leland Monroe unter anderem, das ist ja der Geschäftsführer von Elysian Fields. Dann haben wir einmal Curtis Benson, das ist der Chef der California Fire and Life, also dieser Lebensversicherung hier.
Aber wir werden in diesem Part auch nochmal rausfinden, wie die so zusammengefunden haben. Das ist, wie gesagt, sehr interessant. Eine sehr, sehr coole Sache. Und wir schauen mal. Und Golf. Naja, was macht ein Chef auch sonst, wenn er nichts zu tun hat? You wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lickman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. So, das finde ich jetzt aber auch nach wie Your car, Mr. vor... Kelso? Oh, wir haben sogar einen eigenen Butler. Thanks, kid. Mensch, aber das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ein normaler Geschäftsführer von so einem Unternehmen würde doch nicht so reagieren. Der würde sich doch auch fragen, oh, was ist denn da passiert? Und dieser Elsa Lichtmann, das passt irgendwie allen nicht, dass die da so mit drin ist. Und die wird halt früher oder später aus dem Weg geräumt werden müssen. Und alle anderen, die da noch mit drin stecken, unter anderem auch wir, also Jack Kelso. Und ich weiß gar nicht, wie das mit Cole Phelps später noch ist. Aber auf jeden Fall Elsa Lichtmann und Jack Kelso, die werden da auf jeden Fall mit reingezogen. Und das ist, glaube ich, nicht das Beste an der Sache. Also das ist nicht so gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Elysian Fields Gebäude. Oder auf dem Grundstück, auf dem Gelände. Hier waren wir ja schon mal, als wir ja zu Elysian Fields wollten. Zu Leland Monroe. Aber das war ja dann die falsche Adresse. So, wir gucken jetzt mal hier. Jetzt habe ich gerade noch mal 3 Hinweise. Beziehungsweise, ja doch 3. Einmal einen Zementlieferschein. Jetzt schauen wir nämlich mal, wer die ganzen Sachen geliefert hat. Von wo die alle herkommen, wer das bestellt hat hier. Wall, Raffen, Eisenbahn und Baubedarf. Fletcher Drive, Los Angeles, alles klar. Gut, Elysian Fields hat das halt gekauft, ganz klar. Lieferadresse ist auch soweit klar. Baustelle. Also hier dann quasi. Jetzt bekommen wir einmal 2 Tonnen Fundamentsand, grob. Dann kriegen wir nochmal Zuschlagsstoff. 16 Tonnen für insgesamt $247. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Gut, also da ist wohl ein Experte am Werk. Es ist wohl zu wenig und die Mischung, die passt irgendwie nicht. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber ihr seht auf jeden Fall, es wurde dran gefuscht. Es ist auf jeden Fall nicht so abgelaufen, wie es hätte ablaufen müssen. Denn sonst wäre das Dach nicht zusammengefallen. So, dann haben wir noch auf dem rechten Schreibtisch einen Arbeitsauftrag. Und dann haben wir noch eine Firmenmitteilung. Wir lesen uns erstmal links den Zettel durch, den großen. Und zwar haben wir hier Stadt Los Angeles Bau- und Sicherheitsbehörde. Ein Abrissauftrag. Und zwar, die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 191, Teil 1, Paragraph A der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an der Normandy Avenue Siedlung, der mit dem Vorfall am 28. Januar 47 zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Aha. Datum des Bescheids 22. September 47. Bulldozing and starting again. Genau, nochmal so tun, als wäre nichts gewesen. Also irgendeiner war da wohl ganz fix und ganz schnell. Der wollte das vertuschen. Aber zum Glück haben wir ja unsere super Ermittler hier. Jetzt haben wir nochmal hier eine Nachricht von Elysian Fields.
Empfangsadresse Elysian Fields, natürlich, Baubüro. Empfänger Frank Ostermann oder Osterman von Mr. Leland Monroe. Bauverlauf, Verzögerungen werden nicht geduldet. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Der Typ, der uns so frech ins Gesicht gesagt hat, I'm always happy to help the LAPD. Das bleibt mir immer im Gedächtnis, wenn ich an Leland Monroe denke, aber der Typ hat's auch faustdick hinter den Ohren. Also er wollte auf jeden Fall, dass es so schnell wie es geht fertig gebaut wird. Und ich glaube, jetzt kriegen wir Besuch. Bin ich der Meinung, warte mal, wir haben eine Firmenmitteilung, wir haben den Abrissauftrag und wir haben einen Zementlieferschein. Gucke gerade mal, was wir hier haben. Hier haben wir ein paar Baupläne. Was also Elysian Field alles plant, ne? Den Typen da kennt er. Rancho Escondido kennt er auch. Ja. Was tut man nicht alles, ne, um Geld zu machen? Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off! I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and You deaf? Do I have to beat on you? looks like you do. Oh, You're yes. a real asshole. Eine Schlägerei. Wow. Zack. I came to see the house Das where ging Lou schnell. Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Wir werden uns auch noch wiedersehen. Also 3 Schläge ins Gesicht haben schon gereicht und wir fahren jetzt einfach mal rüber. Die paar Meter mache ich jetzt auch noch. Das müssen wir eigentlich gar nicht markieren, denn ihr habt es schon im Rückspiegel gesehen. Da hinten ist es. Aber trotzdem, diese paar Meter mache ich mir hier. Das gönne ich mir jetzt mal und zwar hier. Zerstörtes Elysian Fields Place Haus. falls down and then they bulldoze it. What gives here? Tja, gute Frage. Also wir haben jetzt hier die roten Fähnchen, die markiert sind. Zwar haben wir hier einmal einen Holzbalken. Not for construction use. Also da steht extra drauf, dass es nicht für, ja, Häuser bauen zum Beispiel geeignet ist. Also generell fürs Bauen. Jetzt sehen wir hier sogar nochmal einen Ziegel. Der sieht auch nicht, weiß ich nicht, so schwer aus. Der sieht so leicht aus. Also irgendwas ist hier, wie gesagt, faul. Und wir werden jetzt auch gleich herausfinden, von wem dieses ganze Holz hier stammt. Es stammt nämlich nicht von einer professionellen Baufirma, die Holz herstellt oder so, sondern, jetzt muss ich hier einen kompletten Umweg gehen, oder was? Na komm, du kannst doch wohl hier runtergehen, Jack. Genau, und zwar, irgendwo war doch, genau hier. Wir müssen jetzt nämlich mal ein bisschen was zusammensetzen. Und zwar einmal das Ding hier unten und dann sehen wir Keep talking. Someday. Keystone Film Studios. Who gets their lumber from a film studio? Tja, und die Leute vom Filmstudio haben sicherlich nicht Holz, das für den Hausbau geeignet ist, aber ihr seht schon, der Typ, der verfolgt uns und der will uns plattwalzen. Ich glaube, der hackt. Scheiße, jetzt müssen wir ganz schnell flüchten. Schieße auf den Fahrer, um den Bulldozer zu verlangsamen und deiner Flucht zu helfen. Ich würde gerne. So, dann wird er nämlich langsamer, aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen laufen. Durch den ganzen, ja, Abfluss hier. Aber wir schaffen das. Warte mal, ich drehe mich jetzt noch einmal um. Ah, der deckt sich immer mit dieser Schaufel. Schade, aber wir haben es gleich geschafft. Soweit ist es nicht mehr. Zack. On, Jack! Lauf, du warst bei der Marine. Du hast im Okinawa-Krieg gekämpft. Top, das wirst du doch noch hinkriegen. So, halten wir noch einmal kurz auf und dann gehen wir schnell die Leiter hoch. Bevor der uns hier plattwalzt, aber das schafft er nicht. So. Da will offensichtlich jemand, dass wir nicht herausfinden, woher die ganzen Sachen stammen. Aber zu doof leider, dass wir es doch rausgefunden haben. So. Jetzt müssen wir die Keystone Films finden, also die Studios, beziehungsweise das Filmstudio. Dazu muss ich einmal nochmal hier ran. Ans Telefon. Und dann ist auch der Fall, glaube ich, bald schon vorbei. Also das ist einer der etwas kürzeren Fälle. Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is
658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Gut, Adresse haben wir. Wir werden auch noch in ein paar, ja, ich möchte nicht sagen Schwierigkeiten kommen, aber doch Schwierigkeiten. Aber wir fahren jetzt erstmal zu den Keystone Filmstudios. Dort werden wir auch unter anderem die Entstehungsgeschichte von Elysian Fields rausfinden und von der Suburban Redevelopment Fund. Also da, wo unter anderem auch Roy Earl mit drinne steckt und Leland Monroe und auch unser Chef Curtis Benson. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kinda hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. So, und hier können wir uns natürlich auch den Spaß erlauben und den Typ mal verfolgen, ob er sich wirklich einen Kaffee holt, aber das ist eher so nebensächlich. Wir hüpfen einfach über den Zaun drüber. Zack. Wir müssen jetzt nämlich einen Raum finden. Also das ist das Gelände hier von den Filmstudios. Das gibt es schon seit 1941 nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welches Jahr haben wir jetzt? Ich weiß gar nicht, 46, 47? Also schon ein paar Jahre her. Ihr seht, hier steht Holz rum. Hier stehen so Pferde rum, die dann vor so Leinwände gestellt werden, um dann verschiedene Szenen zu drehen. Das ist, glaube ich, auch ganz am Anfang im Intro zu sehen, wenn man das durchlaufen lässt. So, Screening Room. Also hier haben wir einen Besichtigungsraum. Und zwar haben wir zunächst mal hier, glaube ich, irgendwo eine Filmdose, die wir uns angucken müssen. Holzlager. Außen. Ach nee, erstmal draußen. Okay, dann weiß ich wo. Bevor wir uns das anschauen, schauen wir uns nochmal was anderes an. Einmal nochmal hier rüber. Wir müssen nämlich erst über den Zaun hier rüber hüpfen. Zack. Sport ist zwar Mord, aber bei Jack Kelso ist das nicht so wichtig. Wo ist denn jetzt der Lieferschein? Hier ist irgendwo ein Lieferschein. Mein geschultes Auge sagt mir, dass das irgendwo hier liegen muss. Fragt sich nur wo. Vielleicht auf der anderen Seite? Vielleicht bin ich auch schon längst weg. Holzlager außen. Lieferschein auf Holzstapel. Vordere Grundstückseite. Ah, da hat irgendwas geplappert. Oh, was heißt geplappert? Irgendwas vibriert. Minderwertige Qualität, nicht für den Bau geeignet. Bauholz von minderwertiger Qualität. Ich glaube, das war dieses Holz, ne? Ah, nee, das war der Qualitätshinweiszettel. Holzlager außen. Ja, hier ist doch das Holzlager, oder nicht? Und hier muss jetzt noch irgendein Zettel liegen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach einmal rum. Ich zeige euch das Filmstudio. Also, hier steht sogar extra drauf, ey, dass es nicht für den Bau geeignet ist, sondern nur für solche Filmdrehs. Aber wurde ja anscheinend gut überlesen. Jetzt ist nur die Frage, ey, hier vorne, Holzlager außen. Holzlager, Holzlager. Darüber kommen wir nicht, da ist Stacheldraht, das tut ein bisschen weh. Vielleicht hier. Ah, hier kommen wir nicht durch, ey, das ist ja doof. Hier ist kein Lieferschein. Wo ist denn dieser Lieferschein? Ist der nicht mitgeliefert worden? Ich gehe nochmal ganz nach vorne. Vielleicht draußen in dieser Hütte. Haha, da habe ich noch gar nicht mitgedacht. Oder ist es einfach da auf der anderen Seite? Da ist doch dieses Holzlager. Mal gucken, wie komme ich da denn rüber? Warte mal, liegt hier vielleicht irgendwas? Ne, hier ist nur eine Zeitung. Nee, Wie komme ich denn da rüber? Darüber muss ich irgendwie. Wie komme ich da rüber? Jetzt halte ich mich ja auf an so einer kleinen Lappalie hier. So, hier muss irgendwo ein Eingang sein. Fragt sich nur, wie ich da reinkomme. Nee, hier ist es auch nicht. Ich hab's gleich. Ich laufe einfach ein bisschen hin und her. Ein bisschen Sport kann auch nicht schaden. Und das Video in die Länge ziehen schadet ja auch nicht. Aber wie kommt man denn da rüber? Muss ich ganz außenrum einmal? Da geht's ja nicht rüber. Das ist ja Quatsch.
Ich schaue jetzt trotzdem nochmal hier. Vielleicht habe ich mich echt verguckt. Ach, guck mal hier. So klein ist der. Ja, den sieht ja auch keiner. Also, eine Elysian Fields Baustelle. Weymouth Kiefer. So this is where their lumber comes from? Aha. Ja, also hier von den Filmstudios. Das Holz wird hier hingeliefert. Die von Elysian Fields holen das dann ab und fahren es dann zu den jeweiligen Aufträgen. Und wieder Frank Osterman. Oder Ostermann, keine Ahnung. So. Gotta be something else around here. Wonder what's left in the buildings. Ja, das wird mir nämlich jetzt heraus, das, was ich euch eigentlich schon vor gefühlt 10 Jahren zeigen wollte. Jetzt gehen wir in diesen Screening Room und werden unter anderem mal die Entstehungsgeschichte einer gewissen Firma rausfinden. Hier, das ist die Filmrolle, nach der ich gesucht habe, und zwar Suburban Redevelopment Fund. Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft, die gegründet wurde. Genau, wir sehen, zack. In dieser Dose ist nichts drin, denn die Rolle ist nämlich schon in dem Transistor, sage ich einfach mal, vorne drin. Das müssen wir jetzt nur ein bisschen präparieren. Und dann lehnen wir uns einfach mal zurück und schauen uns mal an, was gewisse Herren vor einiger Zeit vereinbart haben. So, zack. Boah, ist das geil oder was? So. Das ist, glaube ich, einmal zum Zoomen. Nee, das ist unscharf. So würde ich schon sagen. Jetzt brauchen wir noch was, um das ein bisschen langsamer zu machen. So, und jetzt von vorne nach hinten natürlich. Zack. Genießt es. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money? There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. So, das ist also die Entstehungsgeschichte von der Suburban Redevelopment Fund. Ihr seht, welche Leute da mit drin hängen. Ne, den Film gucke ich mir nicht nochmal an. Also unter anderem Curtis Benson, Leland Monroe und ich bin der Meinung, da war sogar dieser Polizeichef, der dann Cole Phelps entlassen hat. Ich kann mich aber auch, ja, verguckt haben. Aber auf jeden Fall, der eine Typ, der da neben dem Polizeichef saß, der war da auch mit drin. Also ihr seht, was da für Leute mit drin hängen. Und jetzt rufen wir einfach mal unseren Chef an und sprechen den mal darauf an, was er dazu zu sagen hat. Mr. Curtis Benson. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help?
Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Lou Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks for your help. Tja, also dieser Curtis Benson will halt nicht Probleme kriegen und er will auch nicht, dass die anderen Probleme kriegen. Aber wir geben den Ganzen nochmal auf den Grund. Wir gehen nochmal ein Stück weiter. Wir sind jetzt hier am Blue Room. Da haben wir Cole Phelps, der neue Lebensgefährte von Elsa. Und sie singt. So, und die beiden verabreden sich jetzt auch am Hinterausgang. Ich glaube, weil Cole Phelps nicht mitbekommen hat, dass sie sich mit dem Jack getroffen hat. Und das macht ihn natürlich jetzt ein bisschen eifersüchtig, ne? Jetzt weiß er mal, wie das ist, wenn ja andere Leute fremd gehen. Aber seht selber. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Aha, oh, alle unter 18 jetzt bitte wegschalten. Oh, die vergnügen sich doch nicht etwa. Also, er hat recht. Oder beziehungsweise sie hat recht. Jack Kelso wurde in etwas reingezogen, was ziemlich riskant ist. Aber okay, dafür sind wir ja Ermittler, Investigator. Und jetzt fahren wir mal zu dieser Wohnbausiedlung, wo unter anderem auch gebaut wird, mit genau diesem Holz von diesem Filmstudios. Das ist sehr, sehr interessant und dort sind wir halt auch nicht alleine. Das ist nämlich das Problem. Schade. Ist keiner da. Aber es gibt noch irgendwo ein zweites Gelände. Da drüben, da brennt nämlich Licht, genau. In diesem Gebäude. Und da gehen wir jetzt mal rein. Elysian Fields Gelände 2. Hier, all diese Häuser hier, diese Neubauten werden, bin ich der Meinung, mit dem Holz von diesen Filmstudios gebaut. Oder ist das vernünftiges Holz? Hier sind die Ziegelsteine. Ich bin der Meinung, das ist genau dasselbe Holz. Sieht auf jeden Fall so aus. Wir gucken uns mal hier um. Ich glaube, hier treffen wir jetzt gleich auf die 3. Beziehungsweise auf 3 Verbrecher. Jetzt habe ich schon verraten, auf die 3. Gibt es hier noch irgendwo Hinweise? Nee, ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur warten, bis die uns erwischen. Achso, hier ist noch ein Hinweis. Ihr seht, Lichtschalter, die nicht funktionieren. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Das ist krass, oder?
Schaut euch an, wie die Häuser bauen. Ist ja kein Wunder, dass jedes zweite, dritte Haus hier zusammenbricht oder abfackelt. Und ich glaube, das ist von den Filmstudios, da steht sogar drauf. Keystone Filmstudios, genau. Also. Die Musik wird immer spannender. Also das sind Bruchhäuser, also, oder wie man das nennt. Die sind eigentlich gleich wieder bereit für den Abriss. Ah, ich kann hier nichts untersuchen. Kann ich hier was untersuchen? Nee. Gucken wir uns mal hier hinten noch um. Hier flackert doch irgendwas. Der kleine Baustrahler. Tja, alles und... Oh, das fällt doch nicht wohl um, oder? Oh, oh, oh. Wir wollen hier mal nicht die hochwertige Arbeit von Elysian Fields zerstören, ne? Das ist natürlich nicht unsere Intention hier. Haha. Jetzt kriegen wir Besuch. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Oh oh. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Aha. So, und ich glaube jetzt, aber diese Schlägerei, die werden wir so oder so verlieren. Egal, was wir machen. Bin ich der Meinung. Ja, aber ich versuch's trotzdem mal. Das war der erste. Ach so, gut. Seht ihr, wir liegen eher am Boden. Also egal, was wir gemacht hätten, wir werden jetzt hinten in den Kofferraum geliefert. Oder beziehungsweise verlagert. Und wir werden entführt. Wir werden sozusagen aus dem Weg geschaffen. Aber erstmal gibt es noch ein interessantes Telefongespräch. Da wachen wir auf im Kofferraum. Und diese drei Typen rufen jetzt Leland Monroe an. Ich glaube, das ist sogar Courtney Sheldon unter dem braunen Hut. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sieht aus aber wie dieser Sheldon. Sure, he turned up all right. Nein, okay, ist es nicht. Wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. So, also. Das ist die nächste, die aus dem Weg geräumt werden will, weil wir wissen halt zu viel. Das ist halt das Problem in so Fällen. Wir müssen aus dem Weg geräumt werden, aber wir befreien uns jetzt erstmal und wir können flüchten. Vorerst. Und zwar so, zack. Gut abgerollt. Elsa. Ja, ganz schnell hin zu ihr. Jetzt schießen die auch noch auf uns, ey. Und zufälligerweise hält dort ein Auto. Das nehmen wir uns jetzt mal ganz schnell. Sir, wir müssen das nehmen. Wir sind in geheimer Mission unterwegs. Sorry, pal. Desperate times. So, auf geht's. Ab zu Elsa Lichtmann. Und die müssen wir jetzt erstmal loskriegen hier. Die verfolgen uns jetzt natürlich. Ey, aber das ist richtig, richtig cool. Mir gefällt das. Vorsicht, so wenig Leute wie möglich überfahren. Ja, enge Gassen sollte ich benutzen, aber wenn es hier keine engen Gassen gibt, wie soll ich das machen? Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Ich fahre doch diese ganzen Schleichwege hier. Diese ganzen Häuser hier, das ist Müll. Die können sie alle wieder abreißen. Hey! Das ist Müll. Ja, scheiße, ich muss die irgendwie wegrammen, so gut es geht. Boah, die halten aber ganz gut dagegen, wirklich. Jetzt versuche ich mal hier lang zu fahren. Hier ist ja, glaube ich, eine kleine Seitengasse. Genau, hier sind sie nicht reingefahren. Gut. Sieht erstmal so aus, als hätten wir sie abgehängt. Aber wer weiß, wo sie noch auf uns warten. Die können auch jederzeit hier wieder rechts rausfahren. Da vorne nämlich, da sind sie wieder. Zufälligerweise, ey. Zufälligerweise genau in demselben Moment. Ist das... Naja. Ich sage ja nichts mehr. Als wäre es vom Spiel so gewollt. Wo wohnt denn dieser? Ist ja voll weit weg. Ich muss noch mal in eine kleine Seitengasse verschwinden. Ich glaube hier. So und so. Und dann haben wir es, glaube ich, auch gleich geschafft. Wenn ich hier wieder rausfinde. Oh. Der steigt einfach raus und schießt. Ist ja dumm.
Aber das ist unsere Chance jetzt zu flüchten, wenn er aussteigt. So, dann verschwinden wir nochmal in diese kleine Seitengasse hier und dann sollten wir sie, glaube ich, abgehängt haben. Where are they? Is that the last of them? So, und jetzt fährt auch unser Kollege, also dass wir das überspringen. Dass wir diesen eigentlich nicht so langen Fall, habe ich gedacht, dann abschließen können. Aber ihr seht ja, es ist nicht so umfangreich wie die anderen Fälle. So, hier ist nämlich Elsa Lichtmann, ihr kennt das. Überall Schusswunden. Und dieser Fall, der zieht sich jetzt noch weiter über die nächsten Fälle. Also das ist jetzt nicht hiermit abgeschlossen. Das war sozusagen der erste Teil. So, ein bisschen nass machen, klar, ein bisschen abwischen. Unser tragischer Held. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Yes. Aber das werden wir alles erst im nächsten Part tun, beziehungsweise in dem nächsten Fall. Denn das war es nämlich schon mit dem Streichholzhaus. Wir haben 11 Hinweise, wir haben 3 Fragen nur gehabt. Den Fall wieder mit 5 Sternen abgeschlossen. Die Wahrheit über Elysian Fields ist ans Licht gekommen, trotz Leland Monroes Anstrengungen, sie zu verbergen. Und da machen wir in den nächsten Fällen weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.